Eieiei. Willkommen in Wales. Ehrlich gesagt, ja, ich hatte Vorurteile. Mein Bild von Wales: Schafe und jede Menge Regen. Und irgendwie schien sich das zu bestätigen, als mein Freund Jakob und ich in den Snowdonia National Park aufbrachen. Wir starteten in einem kleinen Ort namens Machynlleth in perfekter walisischer Aussprache. Von dort ging es 4 Tage rund um den höchsten Berg von Nordwales, den Snowdon. Happy Valley, kommen wir jetzt rein. Happy Valley und dann noch nicht mal Regen. Wir konnten unser Glück kaum fassen. Zumindest bis zu dem Moment, als Happy Valley dann zum Offroad Valley wurde. Wobei mit dem Crosser ist auch hart. So ein Cyclocrosser fährt sich ja ganz gut. Auf Wiese, Sand oder leichten Schotterwegen. Die walisischen Schotterwege sind jedoch irgendwie anspruchsvoller. Willkommen in Wales. Es hat ein bisschen geregnet. Wir fahren hier quasi jetzt in einen Bach. Ich geh das mal an. Ja, okay, dann haben wir wenigstens was zu lachen. Es war der mehr oder weniger optimistische, auf alle Fälle aber nicht erfolgreiche Versuch, trockene Füße zu behalten. Und? Mist, jetzt muss ich auch noch. Es gibt ja so einen Trendsport, der heißt Bike Rafting. Ich glaube, der meint aber eigentlich was anderes. Ich habe die beste Linie erwischt. So, wir sind angekommen beim Zeltplatz und es ist sehr schön, sehr grün und sehr moosig. Einen kleinen Hauch von Sumpf und 3 Milliarden Mücken. Uah, hier sieht man sie. Diese kleinen, widerlichen Mistviecher. Keine Sekunde stehen bleiben. Machen Sie eine typische Handbewegung für diesen Zeltplatz? Ja, es war ein bisschen lästig. Das Abendessen hat's dann aber wieder richtig rausgerissen. Also es gibt ja Outdoor-Küche und Outdoor-Küche. Heute vom Chefkoch persönlich. Reisen. Genau. Was gibt's denn? Ja. Also erstmal haben wir ein bisschen Salami ausgelassen. Das Fett aus der Salami. Da drin dann Zwiebeln und Karotten angebraten. Und daraus jetzt ein indisches Dal gemacht. Das war jetzt nicht ganz so konventionell, aber wir haben Reis dazu. Ohne stehen zu bleiben, konnte man den Abend sogar genießen. I wanna see the stars collide. I wanna see the burning sky inside you. Don't let me take too long here. I've got a lot of things to do. These days are passing by me. I'm staring blindly at the view.
Das Kennenlernen kulinarischer Spezialitäten eines Landes gehört ja zu jeder Reise dazu. Fish and Chips. Wir haben allerdings die Mayo dem Essig vorgezogen. Fürs Radfahren allerdings jetzt nicht so förderlich. Ebenso wenig wie die Pubs auf der Strecke. Jakob weiß auf jeden Fall jetzt ganz genau, was Bierbeine sind. Die Pause am Fluss nutzten wir, um endlich mal unseren Spüllappen auszuwaschen. Merke, packe nie den Spüllappen in eine Tasche zusammen mit deinen Klamotten. Wir müssen das Curry aus dem Lappen waschen. Die unten mit dem Kanu, die wundern sich, warum das so nach Curry riecht auf einmal. Nachdem am Vormittag die Pausen nahezu nahtlos ineinander übergingen, wollten wir am Nachmittag mal ein bisschen vorankommen. So, wir sind ja auf dem Snowdonia, das heißt, wir müssen jetzt auch mal Richtung Snowdon. Da hoch. Sieht man gerade nicht so gut. Genau hinter dem Baum ist er. Aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr steil hier. Und jetzt müssen wir nochmal in Kampfmodus. Also. Bells ringing, choirs singing, I will let them be without me. Moonshine and cherry wine, yeah, I will let them pass me by again. Oh, wake and sleep and drink and eat and work until I've thrown the day away. Yesterday was once tomorrow. Man hat auf dem Rad ja doch sehr begrenzten Stauraum, sodass man ab und zu auch mal einkaufen muss. Zumindest die wichtigen Dinge. Aus Wasser wird Wein. Das gehen wir irgendwo her. Nennen wir es gewichtseffizientes Umpacken. Maßarbeit würde ich mal sagen. Und das war auch dringend erforderlich. Denn wenn du dein Rad eine Stunde lang einen Berg hochtragen musst, nachdem du schon 70 Kilometer gefahren bist, freust du dich über jedes eingesparte Gramm. Wir waren beide auf jeden Fall richtig, richtig gar. Doch das mit dem Zeltplatz war irgendwie nicht so einfach. So, wir sind immer noch nicht da. Es nimmt und nimmt kein Ende. Wir haben jetzt hier gerade ungefähr eine Stunde das Fahrrad hochgetragen. Und das Problem ist, Zelten ist nicht so gut, wenn es ungefähr so mit 10% Steigung hochgeht. Wir suchen irgendwo eine flache Stelle. Aber zumindest der Ausblick. Sehr, sehr schön. Irgendwann hatten wir dann auch mal eine flache Stelle gefunden, um das Zelt aufzubauen. Und wir konnten endlich auch was kochen, denn wir hatten ordentlich Hunger. Auf der Mauer sieht es aus, als wäre hier Flohmarkt. Merke: Wenn du Tütensuppe beim Asiaten kaufst, auf der scharf steht, dann ist sie definitiv scharf. Auf einer Skala von 1 bis 10 war das mindestens eine 15. Die Hauptaufgabe des Abends bestand also darin, das Essen zu verdünnen. Wenigstens wurde endlich auch mal der Kreislauf ein bisschen angeregt. Don't let me take too long here. I've got a lot of things to do. These days are passing by me. I'm staring blindly at the view. Guten Morgen! Wir haben heute einen super schönen sonnigen Morgen. Ungefähr 45 Grad im Zelt. Wenn man wie ich in einer Großstadt wohnt, weiß man solche Dinge sehr zu schätzen. Frische, klare Luft, Langsamkeit und Ruhe. Auf dem Weg um den Snowdon lernten wir das walisische Hochmoor kennen.
Also dieses Geräusch hier ist so ganz typisch hier für das walisische Hochmoor, durch das wir hier mehr oder weniger, na, fahren kann man es eigentlich nicht nennen, hop on, hop off. Das mit den trockenen Füßen hatten wir jedenfalls bereits aufgegeben. Bisschen nass hier. Das neu formulierte Ziel war, das Moor zu überqueren, ohne dabei die Schuhe zu verlieren. Dabei kamen mehr oder weniger erfolgreiche Techniken zum Einsatz. Genau. Ja, man kann sagen, auf dem Abschnitt merkte man dann doch, dass es in Wales so ab und zu mal regnet. Ein bisschen froh waren wir dann schon, als es nach 2 Stunden dann auch mal wieder rollte. Ohne Schweiß kein Fleiß. Preis. Was ist der Preis? Die Schokokrossis haben wir schon gegessen. Der Preis? Rückenwind, 15 Kilometer Abfahrt und eine Straße komplett für uns alleine. Ja, ich hätte es mir denken können. Jakob hat eine BMX-Vergangenheit. Und somit war es sicherlich kein Zufall, dass wir in den Bikepark geraten sind. Oh je. Geht schon. Der Crosser war jedenfalls nicht das Verkehrsmittel der Wahl. So, die letzten Meter für heute. Wir fahren hier einen Trail, der heißt The Beginning of the End. Genauso fühle ich mich auch. Also ich bin auf jeden Fall richtig gut gar. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, dass man sich jetzt hier nicht auf die Nase legt, wenn man hier so keine Power mehr hat. Aber gleich sind wir da. Dachte ich zumindest. Also die Schilder werden nicht besser hier. Oh Gott. Müssen wir da rein? Ja, ich glaube, wir können noch fahren. Ich hätte gedacht, du sagst jetzt ganz klar ja. Ja, der Todestrail. Ja, ich guck mal. Leider gingen die letzten Meter nur über die Chicken Line. Ich gehe an dieser Stelle mal nicht auf meine Vorurteile ein. Heute ist mal richtig walisisch draußen. Endlich mal ein authentischer Eindruck des Landes. Besonders auf die uns erwartende Abfahrt. Ein bisschen kalt und nass. Aber ich habe gerade meine Handschuhe angezogen. Jetzt wird es richtig gut. Es war super mit den Handschuhen. So die ersten 10 Minuten lang. Danach war einfach alles nur noch nass. Es gibt nicht viele Momente, wo man sich danach sehnt, bergauf statt bergab zu fahren. Krasse Abfahrt hier. Wir waren jedenfalls heilfroh, als wir nach 2 Stunden zurück am Auto waren. Was ein Timing. Besser hätte es nicht laufen können. Zum Abschluss lässt sich nur noch eins sagen. Wales, wir kommen wieder.